Hallo allerseits, ich bin Peter Pernschner, bin auf der Messe Free und bin hier am Stand von der Firma Flex Transport beim David Bauer, der ist Juniorchef dieses Unternehmens und die haben sich was einfallen lassen, ein modulares System zum Einbauen in Firmenwägen, in Lastwägen. Genau, also jegliche Nutzfahrzeuge können so mehrfach verwendet werden. Jetzt haben wir hier das Gestell schon mal eingebaut und ich glaube, wir wollten jetzt mal hier zeigen, wie man dieses Gestell noch erweitern kann mit einer Tisch-Bett-Kombination zum Beispiel. Dieses Gestell, das ist jetzt hier von der Höhe her ungefähr 1,50 und dann hier noch genau etwas höher? Also bis zu der Höhe hier sind es 1,40 Meter. Und nachdem die Fahrzeuge an der Ladekante immer eine Ausbuchtung hier haben, sind hier noch nach oben ausfahrbare Kästen angebracht, um die ganze Höhe vom Fahrzeug ausnutzen zu können. Also hier ist nochmal ordentlich Stauraum für Dekoration zum Beispiel, die man sich dann noch anbringen kann. Das ist jetzt für die Messe hier. Damit es wohnlich ist. Ganz genau. Jetzt sehe ich jetzt hier zwar ein Bett, aber da drin kann man doch sicher nicht schlafen. Das ist 60 cm tief. Verstaue ich dann die Füße da vorne in die Richtung, wo jetzt die Holzkiste ist, oder wie mache ich das? Also so kann man noch nicht drin schlafen, aber man kann das aufbauen und zwar relativ schnell. Grundsätzlich ist ja der Grundgedanke, dass man hier nochmal Platz für Fahrräder und Motorräder hat. Aber ich zeige einfach mal, wie es aufgebaut wird. Ich kann hier erstmal eine Sitzbank rausnehmen mit Klappfüßen. Die ich hier verwenden kann, indem ich sie über einen Radkasten drüber stelle. Und dann ziehe ich mir hier meine Tischplatte raus und passt die noch an die Höhe an. So habe ich jetzt meinen Tisch erstmal aufgebaut. Kann ja so bequem arbeiten oder kochen oder lesen. Und weiter zum Bett funktioniert es so, indem ich die Füße der Sitzbank wieder anklappe. Und hier noch eine Erweiterung nach vorne rausziehe. Und hier einfach als Betterweiterung reinlege. So, jetzt habe ich hier meine Liegefläche und kann eine Klappmatratze ausklappen. So, und schon haben wir das Bett aufgebaut. Dann kommt das ist jetzt von der Größe her 1,20 rum, mal 2 Meter, mal 1,80 Meter, oder? Das hat 1,80 Meter Länge und 1,20 Meter Breite. Es gibt für die Module aber auch ein Längsbett. Das hat dann 2 Meter Länge und 1,80 Meter Breite. Das Längsbett können wir später gerne noch mal draußen zeigen, wie das funktioniert. Hier haben wir jetzt zum Beispiel noch unser Bettzeug verstaut, also in dem weiteren nach oben ausfahrbaren Kasten. Und dann noch die Decke hier drauf. Dann haben wir unser Bett aufgebaut. Das mit den Kasten nach oben ausfahren, wie läuft denn das? Also grundsätzlich gehe ich hier mit dem Akkuschrauber ran. Man braucht für das gesamte Modul einen Akkuschrauber. Ich kann gern mal schnell holen, den Akkuschrauber. Ich zeige es jetzt hier zum Beispiel. Gehe ich mit dem Akkuschrauber ran und fahre den nach unten. Den kann ich so weit runterfahren, bis er auf dieser 1,40 Meter Höhe ist. Und dadurch kann ich dann auch mit den ausgefahrenen Füßen vom Gestell durch Zimmertüren durchkommen, also oder Garagentüren zum Beispiel. Ausgefahrene Füße, das schauen wir uns dann auch beim kleinen Bruder an. Dieses Modulsystem ist jetzt hier für welche Fahrzeuge gedacht, von der Größe her? Das ist für die großen Kastenwegen, zum Beispiel Fiat Ducato, VW Crafter oder Mercedes Sprinter. Das Modul gibt es in 2 Längenvarianten. Hier ist jetzt mit 3,30 Meter drin. Für die längeren Varianten, also für einen langen Radstand, gibt es auch für einen kurzen Radstand mit 2,80 Meter Länge. Das heißt, das haben wir jetzt hier in 3,30 Meter in der Gesamtlänge. Und da kann ich dann auch unten, wenn ich will, irgendwie Kühlschrank, genau, Stromversorgungsbox oder so einbauen oder was ich immer ich möchte. Hier vorne ist zum Beispiel Platz für Küchenutensilien. Unten drunter sind Frisch- und Abwasserkanister eingebaut. Also das ist ja insgesamt ein Baukastensystem, was man sich ausstatten kann, wie man möchte. Und das Ganze wird dann auf- und abgebaut
Auch mit dem Akkuschrauber, haben Sie schon angedeutet. Dann. Ganz genau. Das können wir gerne draußen am kleinen Gestell zeigen, wie das funktioniert. Oder im Video. Gut, dann gehen wir mal raus ans kleine Gestell und schauen uns das mal an. Ja. Jetzt sind wir hier außen aufgebaut, eine kleinere Einheit, die hat jetzt nur 50 cm Tiefe und ist nur 1,20 Meter hoch. Genau, die Höhe ist 20 cm geringer, weil die Kleintransporter natürlich eine geringere Deckenhöhe haben. Und um hier noch Platz nach oben zu haben, Puffer, ist das Gestell nochmal 20 cm tiefer. Und hier können wir jetzt auch nochmal zeigen, wie das funktioniert mit dem ausfahrbaren Fuß. Das heißt, der berühmte Akkuschrauber hier jetzt wieder, der wird hier dann genau, angesetzt? Genau, das ist jetzt hier ein bisschen versteckter als beim größeren Modul. Ich setze hier den Akkuschrauber an. Und kann dieses ganze Modul nach oben ausfahren. Das funktioniert vorne und hinten. Ist hier nochmal der gleiche Adapter. Das heißt, ich fahre das schrittweise aus, hier 10 cm, hier und dann fahren wir hintereinander. Also halt bis die Schräglage irgendwann zu groß ist. Normal habe ich es ja sowieso mit ausgefahrenen Füßen schon in der Garage stehen und kann dann einfach das Gestell ins Auto reinschieben. Das heißt, ich habe unten Räder? Genau. Bei den kleineren Modulen funktioniert es so, dass ich hier erst eine vordere Auflagefläche nach vorne ausklappen muss. Die klappe ich einfach nur nach unten, arretiere sie und sobald ich jetzt dieses Gestell auf die Höhe von der Ladekante vom Fahrzeug hochgefahren habe, kann ich mit diesen vorderen Rollen hier an die Ladekante ranfahren. Dann wird es schon mal entlastet und sobald es aufliegt, fahre ich diesen Fuß hier nach oben ein, schiebe das Gestell dann weiter ins Fahrzeug rein und mache das gleiche mit dem hinteren Fuß nochmal. Das heißt, also, wenn ich dann eine große, lange Stoßstange habe, kann ich das auch ganz gut überbrücken auf die Art und Weise. Genau, das sind jetzt hier 40 cm. Wir haben das bei verschiedenen Fahrzeugen getestet. Also. Gut, und wenn das dann unten ist, ganz unten ist, dann was sorgt dann dafür, dass das Ganze stabil im Fahrzeug bleibt? Also einmal funktioniert es hier über eine Leiste, die nach unten abgedrückt wird. Man geht hier mit einem Schrauber ran, den wir mitliefern, und fährt diese Leiste nach unten aus. Da ist einfach hier diese kleine mechanische Einheit versteckt. Und unten ist eine Gummileiste, die das ganze Gestell nach oben abdrückt. Der zweite Punkt, wie es im Fahrzeug dann fest arretiert ist, funktioniert über die Airline-Schiene. Die sieht man zum Beispiel hier. Das heißt, man braucht also im Fahrzeug eine Airline-Schiene, die befestigt ist. Mit der kann ich das dann sichern. Hier an der Seite dann das gesamte Modul wird dann da für den Transport gesichert. Und das ist jetzt dann auch so, dass es offiziell auch so gefahren werden darf? Ja, wir haben es von der DEKRA zertifizieren lassen. Bei den größeren Modulen dürfen wir 450 Kilo Gesamtgewicht erreichen. Das Gestell, das größere an sich, wiegt ca. 200 bis 250 Kilogramm, je nach Konfiguration. Das heißt also, ich kann ungefähr 200 bis 250 Kilo nochmal dazu einladen. Gut. Dann dieses, haben Sie vorher schon angedeutet, das hat dann ein Längsbett. Können wir uns das auch mal anschauen? Das heißt, wir fahren es nochmal runter ein Stück. Ja. So. Ja, das Längsbett wird jetzt hier ausgeklappt und nicht ausgezogen, so wie das Querbett. Mhm. Und da haben wir dann auch wieder einen Tisch und alles Mögliche? Genau, ja, das können wir auch gerne zuerst zeigen. Hier ist auch wieder eine Bank versteckt. Die Bank ist in dem Fall hier unter der Schublade versteckt. Die kann ich hier rausziehen und die Klappfüße wieder ausklappen, so wie vorher auch. Über einen Radkasten stellen, man muss sich das jetzt hier ein bisschen vorstellen. Das ist ja jetzt hier der Messeboden. Und hier kann ich mir so ein kleines Küchenmodul ausziehen. Da ist zum Beispiel auch ein Gaskartuschenkocher noch dabei. Oder Platz für Besteck zum Beispiel. Alles drin, jeder Quadratzentimeter genutzt. Absolut, ja, in den kleinen Fahrzeugen ist das wichtig. Ja, und zum Längsbett klappen wir das einfach wieder ein. Ich stelle die Bank jetzt einfach mal weg.
und klappe die erste Fläche hier aus. Theoretisch kann ich jetzt das hier auch als große Tischfläche nochmal verwenden. Und hier ist nochmal eine weitere Klappe, die ich mit 2 so Füßen nach unten sichere. Und die Füße sind dann so stabil, dass es dann als Bett tatsächlich auch... Absolut, also für 2 Personen, 250 Kilo hält es aus. Was habe ich dann für eine Liegefläche hier? Also hier ist es jetzt an der Breite begrenzt durch die kleineren Fahrzeuge. Das sind ungefähr 1,60 Meter. Meter 10, Meter 15 oder von der Breite her? Die Breite ist 1,50 Meter ungefähr und die Länge ist 2 Meter wieder. Also je nachdem, was ich für ein Fahrzeug habe. Genau, ja. Die Breite ist immer an die Fahrzeuge ein bisschen angepasst. So, und hier wieder die Klappmatratze. So, und so ist mein Bett wieder aufgebaut. Gut, jetzt ist dann aber noch die letzte Frage, wenn ich jetzt beim Camping bin. Ich habe jetzt eigentlich das, was man vielleicht auch braucht, Toilette noch gar nicht gesehen. Was haben Sie da für eine Lösung? Ja, Toilette steht hier vorne. Die ist jetzt erstmal außerhalb vom Fahrzeug zu sehen, kann aber in den größeren Kastenwegen auch innerhalb vom Gestell platziert werden. Da sind die ganzen Flyer drin. Das heißt, es ist so ein Modulsystem quasi, eigentlich zusammengeklappt, aufgeklappt, hier mit so Verlängerungselementen, eigentlich so quasi ein Zelt oder so. Das sind so Zeltstangen, Fiberglasstangen, wie man die typischerweise kennt. Die kann man hier aus der Dusche rausmachen und diesen oberen Rahmen dann und den Stoff nach unten zusammenfalten. Wir liefern da auch eine Tragetasche mit, also kann man das dann ganz bequem mitnehmen. Das wiegt ungefähr 13 Kilo, also meine mobile Dusche, die ich aber auch jetzt im Fahrzeug verwenden kann. Das heißt, zur Not mal im Fahrzeug und ansonsten je nach Campingplatz habe ich ja dann wahrscheinlich sowieso eine Dusche oder eine Toilette. Oder eben, wenn ich abends mal muss, habe ich halt hier einen Kübel wahrscheinlich mit drin. Genau. Je nachdem trocken oder nass gibt es wahrscheinlich alle möglichen Systeme, die man verwendet. Hier exemplarisch so eine ganz einfache Trockentoilette drin, die auch nicht viel kostet. Das Gestell von dieser Dusche kann ich aber auch aufgebaut im Modul lassen und das funktioniert in diesen 70 cm Abteilen, wo jetzt hier zum Beispiel die Küche verbaut ist. Das heißt, da hätte dann quasi auch statt so einem Küchenmodul ein Duschmodul Platz. Ganz richtig, genau. Und so habe ich auch meine mobile Dusche mit dabei. Gut, interessant. Das heißt, für Firmen, die dann eben ihr Firmenfahrzeug für Montagearbeiten normal haben oder für Lieferarbeiten, die es dann im Urlaub trotzdem anders nutzen wollen oder für Dienstreisen, bei denen ich mal auf Montage ein paar Tage bin und dem Kunden nicht zumuten kann, dass ich da bei dem übernachte und ein Hotel eigentlich zu teuer ist in der Großstadt, hätte ich hier eine günstigere Möglichkeit. Das sind so Nutzungsbeispiele. Man kann natürlich alles Mögliche damit anstellen. Bei uns ist zum Beispiel so, dass wir das für Transporte von einer CNC-Firma verwenden. Und unter der Woche werden die Transporte durchgeführt. Am Wochenende, wenn ich jetzt sage, ich will campen gehen mit meinem Fahrrad dabei, dann schiebe ich das Gestell Freitagnachmittag rein und Sonntagabend oder Montagmorgen, es geht ja in 4-5 Minuten, schiebe ich das Gestell wieder raus und habe den Kastenwagen für die anderen Zwecke wieder einsatzbereit. Gut, die letzte Frage, die vielleicht den einen oder anderen noch interessiert. Was muss man denn für diesen Spaß, sage ich jetzt einfach mal, ausgeben? Billig schaut das auch nicht ganz aus. Da muss man sicher so 20.000 € ausgeben. Also dadurch, dass hier eine Hubmechanik verbaut ist, hat es tatsächlich seinen Preis und je nach Ausstattung kann man den auch zum gewissen Grad selber gestalten. Dieses Modul gibt es ab 10.000 €. Die Konfiguration, die jetzt drin ist, kostet 13.000 € brutto. Und jetzt haben wir hier die kleinere Campingbox, die gibt es ab 6.000 €. Wie es jetzt hier steht, kostet sie 8.500 € brutto. Also doch noch überschaubar. Dafür habe ich dann den Nutzen, dass ich dieses Fahrzeug das ganze Jahr über ganz normal bestimmungsgemäß nutzen kann. Genau, Sie haben also jetzt einen Mehrfachnutzen aus dem Fahrzeug rausgeholt. Unter der Woche für Alltagszwecke oder für den Betrieb. Und ansonsten als Camper, als billige Camper-Variante. Genau, es ist auch irgendwo spritsparend, weil ich diese Zuladung nicht dauerhaft mit mir rumfahren muss. Und mal angenommen, jetzt das Fahrzeug gibt einen Geist auf, dann kann ich meine Camper-Einrichtung rausnehmen und ins nächste Fahrzeug wieder übernehmen. Gut, dann bedanke ich mich beim David Bauer für die Vorstellung des Flex-Transportsystems, das es jetzt seit letztes Jahr im Herbst 2022 erstmal vorgestellt in Leipzig auf einer Messe
gibt und jetzt das erste Mal hier in München vorgestellt wird. Genau. Sehr gerne. Danke. Tschüss.